Herzlich willkommen zu einem Car-Review von eines der günstigsten Mittelklasse-SUVs auf dem Markt im Moment. Das ist der Leapmotor B10. Wir haben ja schon länger keinen Leapmotor mehr auf dem Channel gehabt, darum bin ich heute sehr gespannt, wie der so ist. Und was euch gerade hucken wird, das Auto kostet weniger als 30'000 Franken. Bevor ich euch den B10 genauer zeige, abonniert unbedingt den Kanal, schreibt uns in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen. Und wenn euch das Video noch gefallen hat, gebt ein Like, das hilft uns enorm. Gut, also kommen wir zuerst mal zum Look. Und da muss ich sagen, hinten gefällt er mir sehr gut, weil er nämlich sehr ähnlich wie ein Porsche aussieht, beziehungsweise wie ein Cayenne oder ein Macan. Vor allem wegen dieser Lightbar, die es da hinten hat, der Spoiler da oben und vor allem einfach so die Kurven, die ihn da hinten sozusagen abschliessen, sieht schon sehr Porsche-mäßig aus. Wo er aber nicht wie ein Porsche aussieht, ist vorne. Gut, vorne haben wir so charakteristische dünne LED-Tagfahrlichter unter den Hauptscheinwerfer da in diesem Block. Dann haben wir unten so eine schwarze Spange sozusagen. Und der Grill, der hinten auch aufmachbare Flaps hat, für Kühlung. Ansonsten vorne schön abgerundete Front. Er hat noch einen Frank. Zweimal ziehen, wie beim BMW. Und dann lüpfen wir die sehr schwere Motorhaube, die wir mit dem Stängeli richtig oldschool festhalten müssen. Da haben wir den kleinen Frank. Er hat Platz wahrscheinlich für ein kleines Kabel oder irgendeinen Knirps oder so, wenn er nass ist. Also lange Tipptopp. Was wir aber nicht haben, ist eine Abdeckung. Sprich, man sieht voll rein und was da so ein bisschen läuft in dem Auto. Man sieht dann halt auch so ein bisschen nicht unbedingt wahnsinnig schöne Schweißnähte und so, aber ja, eben, für 30'000 Franken kann man nicht wahnsinnig viel mehr erwarten, aber vor allem ist es eigentlich besser so, sieht man ein bisschen, was darunter läuft. Also finde ich jetzt nicht dramatisch, aber den Frank kann man definitiv brauchen und das ist auch gut so. Wo für mich aber das Bild nicht mehr so stimmig ist, ist auf der Seite. Irgendwie dunkeln mich die Felgen und Reifen einfach ein bisschen zu klein für das Auto. Es hat zwar jeder B10 hat 18 Zoll Felgen Standard, also es sind eigentlich schöne Felgen, aber irgendwie es wirkt einfach nicht ganz so stimmig mit dem Rest vom Auto. Auf der Seite, wir haben hier noch so einen schwarzen Badge mit Emblem drauf. Wir haben Kameras da, wir haben 360-Grad-Kameras als Standard, das ist schon mal mega cool. Und da ist noch sozusagen der Sensor mit dem Key, wo einfach eine Karte ist, das Auto aufmachen oder zumachen. Zusätzlich haben wir noch eingeladene Türgriffe, die dann dementsprechend rauskommen, wenn man da zieht. Ja, schön aerodynamisch auf der Seite, aber eigentlich stimmig. Nur die Räder könnten ein bisschen grösser sein. Gut, schauen wir konkret, wie familientauglich er ist. 420 Liter Kofferraumvolumen und 1300 Liter, wenn die Sitze runtergeklappt sind. Jetzt schauen wir noch an, was das so in Grösse bedeutet. Etwa 80 cm Tiefe, Breite etwas über 1 Meter und die Höhe etwa 70 cm. Also ich denke, für einen kleinen Familienausflug lange es tipptopp. Was haben wir sonst noch im Kofferraum? Wir haben einen doppelten Boden, Verladekabel und Absperrdreieck. Wir haben eine Hutablage, die ich rausnehmen kann. So, und dann auch direkt unten verstauen, wenn ich sie nicht brauche. Schön smooth versorgt. Der B10 ist vor allem an Familien targetiert. Nicht zu gross, nicht zu klein. Er ist 4,5 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie es hinten aussieht. Platztechnisch sehr gut. Der Sitz ist auf mich eingestellt, 1,88 Meter. Hat also völlig genug Beifreiheit. Oben Kopffreiheit muss ich auch sagen, sehr gut. Ich kann da auf die Seite genug Platz, also wirklich optimal. Was ich Hammer finde, ist das Panoramadach. Ich glaube, das ist etwa das Grösste, was ich bis jetzt so in dieser Klasse von Autos gesehen habe. Das ist wirklich das Highlight. Es wirkt sehr hell drinnen, sehr angenehm. Auf der Seite, wir haben so Ziernähte in der Tür. Es ist so wie eine Art Kunstleder da, sehr angenehm zum Heben. Dann in der Mittelkonsole haben wir 2 Getränkehalter und dann noch so ein Teekännchen da in der Mitte, das Teekännchen-Symbol, wo wahrscheinlich Tee in diesen kleinen Getränkehaltern nicht die beste Idee ist, wenn man stark bremsen muss. Sonst, wir haben noch ein Klima, also einen Lüftungsschlitz, den wir einstellen können. Wir haben USB-C und USB-A, plus da unten noch ein grösseres Fächchen für kleine Sachen. Zusätzlich noch da hinten Platz, um irgendwie das iPad oder das Magazin oder so rein zu tun. Also wirklich ein angenehmer Ort zum Sein da hinten. Und bevor wir vorgehen, was ich noch cool finde, der flache Boden und der durchgezogene Teppich, natürlich perfekt, wenn man ein Kind hat, einfach rausnehmen, absaugen und dann ist wieder sauber. Vorne haben wir wirklich ein schön aufgeräumtes Interieur. Wir haben eigentlich nur ein Steuerrad mit 2 Knöpfen und einem Drehrädchen.
und der grosse Screen, wo man eigentlich alles andere darüber steuert. Sonst sehr aufgeräumt. Ich finde es recht schön gemacht mit den Materialien da. Wir haben da so ein bisschen Metalleffekte auch und die Lüftung. Und die Lüftung sieht sehr hochwertig aus. Wir haben da auch oben dran beim Dashboard so ein bisschen spannende Materialien. Was sehr cool ist, die Löcher, die man da im Dashboard hat. Ich weiß nicht, ob das in Europa auch kommt, aber in China kann man sich so Accessoires kaufen, zum Beispiel einen Tisch oder einen Getränkehalter, wo man dann in die vorgefertigten Löcher reinstecken kann. Was haben wir da unten noch? Wir haben 2 Cupholder, die ein bisschen aussehen wie WC-Brüllen, wo man das Getränk rein tun kann. Interessant gelöst, aber was ich vor allem cool finde, ist der grosse Platz da unten für eine Tasche oder sonst Sachen, die man da unten tun will. Wir haben da noch eine grosse Mittelkonsole. Und sonst ja, geht es mehrheitlich um den Screen, das Driver-Display, und das werde ich euch jetzt noch im Detail zeigen. Also kommen wir zum Infotainment, und das ist wirklich sehr viel Technologie und Möglichkeiten, die wir einstellen können. Das ist jetzt ein Startscreen, es ist schön am Schnellen, das ist also eine Szene, die wir umstellen können. Wir können hier einen Stadthintergrund auswählen, wir können einen Polarnacht-Hintergrund einstellen. Also es ist wirklich sehr anschaulich. Man hat hier das Auto in der korrekten Wagenfarbe. Ich sehe auch, was läuft, die Tür ist offen, wenn ich jetzt die Tür aufmache, geht die auf dem Screen auch auf. Also es ist wirklich recht cool gemacht. In dem Startscreen kann ich auch alles andere steuern, wie zum Beispiel die Heckklappen von hier aufmachen. Ich kann die Spiegel einklappen. Ich kann das Sonnenrollo auf und zu machen von hier. Jetzt zum Beispiel geht es zu, oder ich kann es auch wieder aufmachen, bzw. stoppen. Das funktioniert alles recht gut. Ich habe unten so ein Shortcut-Menü, das ich selber einstellen kann. Die Lautstärke über so Slider, wo ich jeweils aufteilt habe in Medien, Navigation, Telefon und Sprachsteuerung. Klima-Einstellungsmöglichkeiten, um die vollen Möglichkeiten aufzurufen, klicke ich in die Mitte und dann kommt eigentlich der Screen zu der Klimatisierung, an der Temperatur, wo man soll lüften, mehr hinten, vorne und so weiter. Das kann ich alles dann da drüber einstellen. Zusätzlich auch die Sitz. Ich habe Sitzkühlung und Sitzheizung optional in diesem Auto drin und auch Lenkradheizung. Auf dem Homescreen weiter eben so ein bisschen die Apps, die ich hier unten konfigurieren kann, und so ein bisschen kurze Übersicht, was abgeht, Navigation, Medien, zum Ladestand und allgemein zum Fahrzeugzustand. Da sehe ich so die Apps, die ich habe, eben relativ Standard-Navigation, eben die 3D-Kamera, die ich schon erwähnt habe, die natürlich Hammer ist für die Preisklasse, dass man das hat. Die ist auch sehr detailgetreu, sage ich jetzt mal so. Wir haben einen 3D-Modus, wo ich so ein bisschen ums Auto herumfliegen kann. Dann habe ich auch noch zum Beispiel für jedes Rad eine eigene Kamera. Also ich sehe da, wenn ich am Einparkieren bin, was mit den Felgen abgeht. Das ist natürlich top irgendwie bei einem engen Parkplatz. Dann eben, ich habe einen Fahrtrekorder, also eine Dashcam, die mir ermöglicht, meine Fahrten aufzuzeichnen. Das mit einem externen USB-Stick. Also eben, wenn man vielleicht im Ausland oder so ist, wegen versicherungstechnischen Gründen, kann man da zum Beispiel eine Dashboard-Kamera laufen lassen. Sonst Fahrzeugzustand sehe ich alles, was so ein bisschen abgeht, aber mit der Ladung ich sehe, wie viel Strom braucht. Das ist noch sehr interessant, wenn man sieht, wie viel oder auch wenig Strom die Klimaanlage dann braucht. Dann die ganzen Einstellungen zum Auto, Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, Türen, Fenster. Ich kann eigentlich wirklich alles über den Screen steuern. Ich kann sogar mein Fenster da links aufmachen, so weit wie ich will. Und dann macht es tipptopp. Genauso hoch wie ich will. Also die Technik ist wirklich Top-Level. Was ich auch noch cool finde, sind die verschiedenen Szenarien, die man auswählen kann. Zum Beispiel der Guard-Modus, wenn man mal das Kind oder einen Hund im Auto lassen will, dann kann man das Auto getrost abschliessen, die Klimaanlage bleibt da und es wird überwacht. Camping-Modus ist auch noch cool. Das ermöglicht zum Beispiel, dass man auch im Auto schlafen könnte. Solange man über 20% Batterieladezustand hat, tut das Auto auf einer angenehmen Temperatur behalten, tut alle Steckdosen anstellen, dass man sein Handy oder so laden übernachten. Also wirklich ein cooles Feature. Reinigungsmodus, klar, dass man es getrost putzen kann, dass die Scheibenwischer in der richtigen Position sind. Also wirklich recht coole Szenario, vor allem der Camping-Modus finde ich interessant. Er hat auch zusätzlich ein Vehicle-to-Load-System, sprich eben, wenn ich mal am Laden bin oder so, kann ich meinen Laptop oder so anstecken. Überhaupt kein Problem. Was wir noch haben, ist so ein Shortcut-Menü mit Abstreichen. Da kann ich so ein paar grobe Adjustments machen, eben die Lenkradheizung anstellen und so weiter, alles über einen Knopf bzw. das Shortcut-Menü. Aber das geht noch so viel tiefer. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mal das ganze Infotainment in einem separaten Video sehen wollt, dann machen wir das sehr gerne für euch. Aber für heute sprengt es einfach ein bisschen den Rahmen. Aber vor allem für 30'000 Franken richtig viel Tech. Abgesehen von dem vielen Tech, den ich euch schon gezeigt habe, ist die Preis-Leistung einfach wirklich krass, mit was man alles bekommt bei der Basisausstattung. Basis sind dabei
elektrische Sitz, Panoramadach, LED-Scheinwerfer, 360-Grad-Kamera, Vorhang-Airbags, vorne und hinten, adaptiver Tempomat, Wärmepumpe, App-Konnektivität, 5 Jahre Garantie aufs Auto und 8 Jahre Garantie auf die Batterie, plus zusätzlich noch 168 Kilowatt Fast Charging. Das findet man bei der Konkurrenz eher selten. Also für 30'000 Franken wahnsinnig viel dabei, schon in der Basisausstattung. All die Standardausstattung bringt natürlich nicht viel, wenn er sich nicht gut fahren würde. Darum schauen wir mal, wie er sich so auf der Straße verhält. Ja, wie fährt sich der Leapmotor? Also was auffällt beim Langsamfahren, so das so ein kleines Geistchen, das mitfährt, ist natürlich da, dass man die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man langsam fährt. Das Elektroauto, dass man nicht von einem Passanten oder so übersehen wird. Aber sonst kann man sagen, was wir bis jetzt gefahren sind, sehr komfortabel. Aber ich erwarte da nicht sportliches Handling oder etwas in diesem Stil. Das ist klar, das ist auch nicht das Ziel von dem Auto. Was er aber ist, top komfortabel, ich finde auch relativ ruhig. Es hat natürlich das Gebonge vom ADAS-System, das sehr präsent ist. Also man wird wirklich nonstop eigentlich angebongt. Das kann man natürlich alles dementsprechend selber noch abstellen. Leider aber viele von diesen ADAS-Systemen, die dann halt auch nach jedem Starten wieder abgestellt werden, wenn sie stören. Aber das ist nun mal halt einfach jetzt so, wie es ist. Ich sehe super raus. Ich finde die Sitzposition top. Die Sitzheizung ist richtig warm. Das ist optimal jetzt bei diesem kalten Tag. Den Tempomat habe ich auch zuerst suchen, wie man den einstellt, beziehungsweise das ganze adaptive Tempomat. Und zwar tut man eigentlich nochmal, wo man den Drive oder auf Vorwärtsgang eingeleitet hat, nochmal abdrücken und dann die Geschwindigkeit einstellen. Nachher über Scrollen vom linken Rad und ich die Geschwindigkeit einstellen. Ist nicht das Intuitivste, aber ich glaube, wenn man es mal weiss, dann ist es tipptopp. Aber bis man es mal gefunden hat, hat es ein bisschen gedauert. Der Leapmotor hat 3 Fahrmodi: Komfort, Standard und Sport. Jetzt sind wir im Sportmodus. Da geht es doch ein bisschen ab. Wir haben 218 PS, 240 Newtonmeter zur Verfügung. Das ist eigentlich normalerweise mehr als genug. Ja, ich erwarte mit dem Auto nicht sportlich zu fahren. Es ist nun mal ein Auto, das an Familie geaimt ist und nicht unbedingt an Fahrenthusiasten. Von dem her definitiv akzeptabel, wie er fährt. Wie gesagt, man wird überall ein bisschen angebongt von diesen ADAS-Systemen. Man kann das meiste über Shortcuts abstellen. Aber es ist halt doch, finde ich, ein bisschen schade, dass man den Bildschirm muss bedienen während dem Fahren, auch um den Fahrmodus zu ändern. Das hätte man vielleicht über einen Knopf oder einen Schalter so besser lösen können. Auch vielleicht ein bisschen sicherer, oder? Weil ich bin halt immer leicht abgelenkt von dem, was vor mir passiert. Sonst vom Fahren eben, die Lenkung ist sehr leicht. Im Sportmodus wird sie ein bisschen direkter, aber wenn ich im Komfort- oder im Standardmodus bin, ist es wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht, weil man hat einfach das Gefühl, man ist ein bisschen abgeschnitten von dem, was effektiv passiert vor einem. Ist wahrscheinlich einfach eine Gewöhnungssache und dann ist das kein Problem. Leapmotor sagt 17,3 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 km. Das ist ein sehr guter Wert. Wir haben etwas über 430 km Reichweite gemäss Werksangaben. Ich denke, das ist definitiv on par mit der Konkurrenz und definitiv ein guter Wert für, sage jetzt mal, jemanden, der neu in die Elektromobilität einsteigt. Mit dem kommst du überall hin und kannst die Top 1 in der Woche laden. Und das langt für die meisten. Also für solche Themen definitiv ein gutes Einsteigerauto in die Elektromobilität. Was wir noch erwähnen zum Laden: wir haben eine 400 Volt Ladetechnologie, sprich wir können mit 168 Kilowatt das Auto laden. Das heisst, dass wir etwa von 30 auf 80% in um die 20 Minuten haben. Abschließend kann man sagen, ein sehr solides Einsteiger-Elektroauto für eine Familie zu einem sehr guten Preis. Also für weitere solche Autos abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, welche Autos ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder auf meinem freien YouTube-Kanal.